Frau Harriet Langanke, herzlich willkommen zum weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung 2022. 10 Jahre Kölner Urteil. Vielen, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind, hier zu einem Gespräch heute. Sehr gerne. Ja, Sie sind ja heute hier als Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Stiftung Sexualität und Gesundheit. Wie ich Ihrer Vita entnehme, sind Sie aber studierte Journalistin und Expertin zu allen Fragen sexueller Gesundheit. Darf ich fragen, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, wie kam es dazu, dass sich in Ihrer Arbeit dieser Schwerpunkt herausbildete? Journalismus kann man ja zu Tausenden von Themen betreiben, aber das ist ja ein sehr spezielles Thema. Das ist spannend für uns zu erfahren, wie es dazu kam. Ja, vielleicht einmal ein bisschen bescheidener, also zu allen Fragen sexueller Gesundheit. Ich würde es gern allgemeiner halten, weil es natürlich auch, selbst wenn man Expertin für ein bestimmtes Thema ist, immer wieder auch Bereiche gibt, in denen man dann oder in denen ich dann nicht so kompetent bin. Also ich nenne mich tatsächlich Fachjournalistin für den Bereich sexuelle Gesundheit, aber dass ich jetzt wirklich alle Fragen, die da auftauchen, beantworten könnte, würde ich nicht sagen. Ich kann aber vielleicht alle Fragen stellen in dem Bereich. Und gekommen ist das tatsächlich aus dem Hintergrund meiner langjährigen Tätigkeit Anfang der 90er Jahre bis Anfang der Nullerjahre für die AIDS-Stiftung in Deutschland. Also ich habe ganz normal journalistische, also in meinen Jahrgängen hat man noch nicht Journalismus studiert, sondern hat generalistisch Germanistik, Anglistik, politische Wissenschaft, Philosophie studiert. Das sind zumindest mal meine Fächer. Und ich habe ansonsten die journalistische Ausbildung gemacht, wie das früher so üblich war, Schülerzeitung, Lokalblatt und dann verschiedene Stationen. Für die AIDS-Stiftung habe ich damals in der Öffentlichkeitsarbeit angefangen und das ist auch tatsächlich der Weg, den ich gegangen bin, weil wir an dem Beispiel HIV-AIDS ganz vieles gelernt haben über Sexualität, ganz vieles gelernt haben, was überhaupt sexuelle Gesundheit ist. Und diejenigen, die in dem Feld HIV zu Hause sind, wissen, dass wir einen Weg gegangen sind von HIV, nein, gar nicht wahr, von AIDS. Damit haben wir mal angefangen. Damals sprachen wir eben noch von der Krankheit, von der Erkrankung AIDS über HIV zu den sexuell übertragbaren Krankheiten, zu den sexuell übertragbaren Infektionen. Und dann sind wir eben heute in dem Bereich der sexuellen Gesundheit angekommen. Und das ist ja ein Zustand, zumindest nach Definition der WHO, in dem es um ein ganzheitliches Wohlbefinden geht in Bezug auf Sexualität, so wie Gesundheit nach WHO-Definition eben auch ein ganzheitliches Wohlbefinden ist. Ja, und dann der Weg zur Gründung der gemeinnützigen Stiftung klingt ja eigentlich aus dem, was Sie jetzt berichtet haben, wie eine logische Folge eigentlich, oder? Kann man das so sagen, dass es daraus resultiert ist? Also tatsächlich ist das oft so, dass sich Geschichte ja vom Ende her schreibt und tatsächlich sieht das heute ganz logisch und folgerichtig aus. Es passt ja auch gut zusammen, ne? 10 Jahre lang Mhm. für die deutsche AIDS, erst für die nationale AIDS-Stiftung, dann für die deutsche AIDS-Stiftung tätig und dann kennt man eigentlich das Stiftungsgeschäft ganz gut und ich habe mich auch entschieden und entschlossen, den vielen unterschiedlichen Projekten, die mich begleitet haben, dann eine Heimat in der GSSG zu geben, ob das jetzt das bundesweite Netzwerk Frauen und AIDS ist, ob das das Projekt Lifeboat für positive Mutterschaft ist oder eben auch das Projekt Sexsicher für die Kunden von Sexarbeiterinnen. Das alles sind Projekte, die eine Heimat brauchten und da hat sich, weil ich eben einfach Stiftung kann, es angeboten, eine Stiftung zu gründen und ihr eben auch diesen Fokus zu geben der sexuellen Gesundheit. Also aufgeschlüsselt haben Sie ja gerade richtig gesagt, ist das die gemeinnützige Stiftung Sexualität und Gesundheit, GSSG abgekürzt, hier mit Sitz in Köln. Und ja, es kommt mir selber auch sehr folgerichtig vor. Und dann auch noch in Köln. Und jetzt sprechen wir heute über 10 Jahre Kölner Urteil. Wenn wir da den Bogen jetzt mal versuchen zu gehen. Könnten Sie sich noch erinnern, was Sie damals gedacht haben, als Sie von diesem Urteil gehört haben? In Ihrer Position natürlich, mit Ihrem Erfahrungsschatz, gerade was ja auch sehr angstbesetzte Themen betrifft, die mit Sexualität zu tun haben. Ich denke, der HIV ist auch etwas, was viel mit Tabuisierung zu tun hat, mit Ängsten. Und gleichzeitig dann noch als Kölnerin. Was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben?
Naja, also zuerst mal ist mir wichtig festzuhalten, dass wir es überhaupt wahrgenommen haben. Also ich glaube, an vielen Bereichen ist es gar nicht wahrgenommen worden. Deswegen ist es mir auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es dieses Urteil gibt. Also ganz viele wissen das ja gar nicht. Und mich hat es damals sehr erstaunt und gleichzeitig auch einem sehr zuversichtlich gestimmt, weil wir sind zwar in Köln und ich liebe die Stadt, in der ich lebe, auch dafür, dass sie sehr queer-friendly ist und sehr an Themen sexueller Gesundheit wirklich sehr, sehr weit vorne anliegt. Also gerade wenn wir nochmal in den Bereich der HIV-Arbeit zurückgehen, da gab es mal eine Kölner Linie, die sehr fortschrittlich war und auch zu den Erfolgen in der HIV-Prävention geführt hat. Und deswegen war ich, als das Kölner Urteil erging, positiv erstaunt. Also A, dass es überhaupt das Urteil gegeben hat und dann auch, dass es so selbstbewusst für die Unversehrtheit auch schutzbefohlener Kinder eingetreten ist. Das ist in einer katholischen Stadt, die Frauen zum Beispiel nach Vergewaltigungen nicht immer optimal versorgt, hat durchaus bemerkenswert gewesen, dass es dieses Urteil gegeben hat. Und deswegen ist mir wichtig zu sagen, A, wir haben es zur Kenntnis genommen und B, dann auch mit ja, durchaus positivem Erstaunen. Mhm. Wenn man sieht, wo Sie sich engagieren und wo die Stiftung sich engagiert, dann sind auch sehr stark Frauenprojekte wahrzunehmen. Lag es für Sie da auf der Hand oder war das ein weiterer Weg, dieses Kölner Urteil dann mit dem breiteren Fokus auf männliche Sexualität integrierend aufzunehmen? Oder war das für Sie ganz selbstverständlich? Ja und nein, beides. Also zum einen gibt es tatsächlich diesen klaren Frauenschwerpunkt in unserer Arbeit. Das ist etwas, was eben auch aus der Historie gewachsen ist, weil die HIV-AIDS-Arbeit, als ich damals Anfang der 90er Jahre da angefangen habe, professionell zu arbeiten, gab es noch ganz wenig für Frauen, weil HIV, und das ist ja bis heute auch epidemiologisch gut begründbar, vorrangig Männer in den Fokus nimmt, die Sex mit Männern haben. Das heißt, mein fachlicher Zugang war durchaus im Bereich der HIV-Prävention erstmal einer der männlichen Sexualität. Dass ich aber mit der GSSG vorrangig Projekte beherberge oder denen einen Legal Body gebe, eine Trägerorganisation, hat etwas damit zu tun, dass ich diese Projekte, die ich schon 1992 mal gegründet habe, mitgenommen habe und hier angesiedelt habe. Ich möchte aber dazu sagen, dass sie diese Projekte nie so einseitig und binär, wir sagen ja heute binär begriffen habe, dass das immer nur ausschließlich Frauen oder Männer waren. Es gab auch früher schon das Thema Trans- oder Intersexualität. Wir sind heute ein Stück weiter, sprechen von abinären sexuellen Identitäten. Diese ganze Bandbreite hat mich schon immer beschäftigt. Wir haben nicht immer die passenden Worte dafür gehabt. Manchmal fehlen sie uns ja auch heute noch. Aber wichtig war mir immer, einen integrierten Ansatz zu fahren und nicht in Ghettos zu denken oder in Silos, wie wir heute sagen. Also Sexualität findet in der Mitte der Gesellschaft immer noch am allermeisten heterosexuell statt. Und das bedeutet, dass Sexualität zwischen Männern und Frauen ist. Und auch wenn es Schutzräume für Frauen wie für alle marginalisierten Gruppen braucht, dann war es immer klar, dass das auch also nicht denkbar und bearbeitbar ist, ohne Männer und männliche Sexualität mit einzubeziehen. Also es gibt eine Begründung für die weibliche Perspektive, aber auch sehr, sehr gute Gründe, die nicht allein zu denken. Und so ist wahrscheinlich auch das Motto zu verstehen auf dem Banner im Hintergrund gemeinsam selbstbestimmte Sexualität gestalten. Ne? Da ist ja bei ihm also das erste Wort, was auftaucht nach dem Titel, ist ja gemeinsam. Das finde ich dann eigentlich auch ein schönes Motto, dass sie das nach außen demonstrieren, dass immer auch ein gemeinsamer Ansatz wichtig ist und nicht nur das Trennende betont werden sollte, oder? Wie? Ja, und das passt natürlich schön zur GSSG. Ich hätte da auch partizipativ hinschreiben können, aber gemeinsam zielt ja nicht nur auf Männer und Frauen, die sich gemeinsam um die sexuelle Gesundheit, für die sexuelle Gesundheit einsetzen, sondern es hat auch etwas damit zu tun, gemeinsam als Individuum und als Gesellschaft an der Stelle zu arbeiten. Mhm. Schön. Ja, und heute jetzt im zehnjährigen Rückblick auf die politische und mediale Debatte, die das Kölner Urteil ausgelöst hat. Wie
Wie würden Sie das betrachten, auch gerade als Journalistin? Also wir können sagen, so wir als Betroffene in unserer Arbeit, wir haben den Eindruck, bis auf wenige löbliche Ausnahmen besteht da eigentlich ein Stillstand. Wie als hätten die Medien mit dem Gesetzesbeschluss im Dezember 2012 eigentlich ihre Arbeit dazu eingestellt, zumindest was Sichtbarkeit betrifft. Ist das auch Ihr Eindruck und wie als Fachfrau, wie erklären Sie sich das? Ja, ich glaube, dass ein Großteil tatsächlich der medialen Unterrepräsentanz dadurch zu begründen ist, dass es immer noch ein sehr umstrittenes Thema ist. Es ist ja nicht so, dass jetzt mit einem Gerichtsurteil oder auch im Kassieren eines Gerichtsurteils irgendetwas wirklich geklärt wäre in der Gesellschaft, sondern es bleibt ja, zumindest nehme ich das so wahr, ein strittiges Thema, wenn es um die Vorhautbeschneidung bei Penissen geht, dass wir dort immer noch in einem Feld sind, in dem ich selber, aber sicherlich auch sehr, sehr viele meiner Kolleginnen so ein bisschen wie auf rohen Eiern wandeln, weil man hat es einfach mit zwei großen Weltreligionen zu tun, den muslimischen und den jüdischen Ritualen. Und da möchte man natürlich niemanden, ja, oder sich nicht falschem Verdacht aussetzen, wenn man sich dort positioniert und darüber berichtet. Das ist, glaube ich, hat sich nicht geändert, jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung. Da hat das Urteil zu wenig geleistet. Und die zivilgesellschaftliche Arbeit seitdem, also die ist ja an sich nicht stehen geblieben. Es gab namhafte Organisationen, die sich positioniert haben in diesen 10 Jahren. Es gab wissenschaftliche Kongresse dazu. Es gab immer mehr Betroffene, die sich geäußert haben. Da sind ja eigentlich einige Impulse dann erfolgt. Wie kann das sein, dass die dann doch letztendlich keinen Widerhall finden? Ja, ob sie keinen Widerhall finden, weiß ich gar nicht. Also ich habe das ebenso beantwortet, dass ich der Meinung bin, es findet zu wenig Widerhall und es kann eine viel größere mediale Präsenz geben. Ich glaube aber, was Hm, ich gemeint habe, ist, es ist ein sehr, sehr dickes Brett, das wir alle gemeinsam bohren müssen. Und ich finde es hm, hervorragend, dass so viele zivilgesellschaftliche Organisationen sich für diese körperliche Unversehrtheit einsetzen, weil ich das für den richtigen Weg halte. Und vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Geduld haben und dürfen nicht nachlassen. Manchmal malen die Mühlen langsam, aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht auch passiert und dass wir nicht auch hm, uns dem und auf einem richtigen Weg befinden. hm. Und die GSSG selber, warum ist für Sie der weltweite Tag der genitalen Selbstbestimmung auch eine Plattform für das Thema, für Ihr Thema Sexualität und Gesundheit? Das wäre eine spannende Frage. Wie finden Sie sich darin wieder mit Ihrem Themenschwerpunkt? Naja, die sexuelle Gesundheit ist genau wie die generelle Gesundheit ja ein universelles Recht. Das hört ja bei Mann und Frau nicht auf und endet eben auch nicht bei den Vorhäuten von Penissen. Und deswegen ist es für mich völlig konsequent und folgerichtig, dass wir uns dafür einsetzen, genitale Selbst, also die genitale Unversehrtheit und die Selbstbestimmung von Menschen zu fördern. Das ist, gehört für uns ganz selbstverständlich in den Menschenrechtskanon hinein, wie wir uns grundsätzlich dafür einsetzen, dass Menschen sexuell selbstbestimmt Sexualität erleben können. Das ist so unverhandelbar, dass es für uns eine völlige Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Und wo sehen Sie jetzt für die Zukunft Schlüsselpunkte, Knackpunkte, damit wir weiterkommen können, gemeinsam? Dazu soll ja der heutige Tag auch wieder einladen. Diese Botschaft soll ja nach außen getragen werden. So viele Organisationen aus so vielen Ländern, aus so vielen verschiedenen Kulturen sind sich bei diesem Punkt einig, jedes Kind ist gleich schützenswert. Wo müssten wir Ihrer Meinung nach gemeinsam ansetzen? Also was mich immer wieder fasziniert, ist, dass es auch viele jüdische und viele muslimische Organisationen gibt, die sagen, Menschenrechte sind wichtiger und bedeutender als die Riten, Rituale, die teilweise ja eine sehr, sehr lange Tradition haben und deswegen auch schon sehr alt sind. Also der Aufbruch in die Moderne, den viele auch im religiösen Kontext leisten, der beeindruckt mich sehr. Und ich glaube, dass wir da noch viel mehr gemeinsam machen können, als dass wir uns immer wieder durch das Verhaften in Traditionen selber lähmen. Wunderbar. Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich Ihnen noch die Gelegenheit geben, gibt es etwas, das Sie fragen würden oder Dinge,
ja, die Sie in das Bündnis weitergeben würden, dass wir daran weiterarbeiten, bis wir uns in einem Jahr hoffentlich wieder treffen. Ja, ich habe tatsächlich noch ein ganz wichtiges Anliegen. Ich habe ja jetzt hier mit Ihnen gesprochen, mit dem Hut der Stifterin und der Journalistin. Ich bin aber tatsächlich ja auch Sexualwissenschaftlerin. Und ich finde, wir brauchen auch noch deutlich mehr Forschung. Wir haben schon viel Forschung, aber die reicht noch nicht aus, um wirklich zu sagen, welche Folgen eine Vorhautbeschneidung tatsächlich haben kann, wenn sie im Kindesalter stattfindet. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, um das nochmal deutlich zu sagen, wenn erwachsene Menschen, die mündig sind und über ihre eigene Körperlichkeit bestimmen können, sich für oder gegen etwas entscheiden. Aber ich glaube, wir brauchen auch noch mehr Gewissheit und mehr Untersuchungen darüber, was in der sexualwissenschaftlichen Forschung über Vorhautbeschneidungen zu sagen ist. Weil in meiner Wahrnehmung gibt es da noch sehr, sehr viele Mythen. Und ich fände es zum Beispiel ausgesprochen spannend, noch einmal aufzugreifen, die Hintergründe der US-amerikanischen Beschneidungstradition. Also inwiefern tatsächlich die Ideen, dass die Vorhautbeschneidung Masturbationsverhalten verändert oder auch Lustempfinden verändert, dass wir da noch mal genauer hinschauen, um einfach auch mehr Evidenz zu bekommen für die Positionen der sexuellen Unversehrtheit. Vielen herzlichen Dank, Frau Langanke, für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie und einen erfolgreichen Webidoga. Den wünschen wir uns alle und ich deswegen auch und ich bedanke mich für das Gespräch.